So, nun geht schon los, oder was? Ist schon die Kamera an? Oh Mensch, jetzt machen wir den Dresdner Eierschecke von der Oma. Ihr habt ja reingeschrieben, ich soll es euch zeigen, ich freue mich so. Wir machen auch gleich los mit dem Hefeteig. Da kommt erst einmal die Milch in den Topf. Ein bisschen Butter dazu und einen Zucker. Und das tun wir jetzt schön umrühren und einfach auflösen. Bloß nicht zu heiß, ne? Nicht, dass die Hefe verbrennt, wisst ihr ja selber, weil sonst geht die Hefe nicht mehr auf. So, das langt schon jetzt und da tun wir auch dann gleich einmal die Hefe reinbröseln, ne? Auch ein bisschen umrühren. So, hier jetzt tue ich erst einmal mein Make-up. Ich glaube, ich sehe gut aus. Ich tue das so mal zur Seite, das braucht man nicht. Und dann tun wir hier noch ein bisschen Salz rein in das Mehl und der Ei. Und dann tun wir das da reinrühren. Und einfach schön unterrühren, bis ein schöner Teig entstanden ist, ne? Mal. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Mehl. Was hat denn da für Mehl, Mensch? Das ist ein Riesensack Mehl. Für die Pizza oder was, ne? Da tun wir noch ein bisschen was drüber streuen und dann lassen wir noch ein bisschen gehen. Während unser Boden geht, machen wir uns schon die erste Schicht und da habe ich schon ein bisschen Quark da in der Schüssel und dann kommt die Milch dazu, Zucker und nun noch ein Ei dazu. Den tun wir schon mal ein bisschen anstellen, weil dann kommt noch ein bisschen Mehl dazu und ein bisschen Puddingpulver und der Salz. Und dann mal so richtig schön Gas geben hier, dass es so richtig schön cremig wird. Ne? Mensch, du, jetzt habe ich gerade die Butter vergessen. Die habe ich mir vorher schon ein bisschen aufgewärmt, flüssig, und die kommt auch noch mit rein. So, guck mal, der Teig ist jetzt gegangen, das passt dann schön. Den tun wir uns jetzt noch mal aus der Schüssel raus. Ein bisschen Mehl auf der Arbeitsfläche und noch mal ein bisschen kneten. Manchmal braucht man auch ein bisschen mehr Mehl, müsst ihr halt gucken, dass ihr nicht mehr backt, ne? So schönes Mehl hat sie da, du. So italienisches Mehl, dann nimmt sie auch immer für die Pizza. Hat sie euch schon mal Pizza gezeigt? Müsst ihr mal fragen, einmalig da. Ich habe nämlich da auch mein Blech vorbereitet und habe den Backrahmen genommen auf 25 x 25 cm. Könnt ihr aber auch 28er Springform nehmen. Ich mache aber Action-Stückchen, so wie es halt in Dresden in der Bäckerei gibt. Ne? Guck mal, ich habe das hier schon mal so vorbereitet. Ne? Das ist ein bisschen zu groß, glaube ich, hier. Du. Guck. Aber da kann man ein bisschen am Rand hochlegen, das macht auch nichts. Jetzt brauche ich erstmal hier ein bisschen Platz. Und da habe ich dann hier unter meinem Tablett habe ich eine Dauerbackfolie, was auch alles gibt. Das ist einmalig, ganz ich dir sagen. Und da tun wir jetzt den Teig einfach mal reinlegen und schön platzieren. Ne? Und guck mal, so schnell ist der Teig schon drin in der Form. Das geht zackig. So wie bei der Oma, so schnell haben wir gar nicht gucken können, war der Eierschecke fertig. Und jetzt kommt auch schon die zweite Schicht und dafür tun wir uns erstmal die Eier trennen. So, der Eierschalen noch kurz aufräumen. Und nun kochen wir uns ein bisschen Pudding, dafür tun wir ein bisschen Milch in den Topf. Und da wisst ihr ja, das Puddingpulver in ein bisschen Milch rein und erst einmal auflösen. Und inzwischen tun wir hier die Milch ein bisschen aufheizen. Und ich tue immer auch vorher, so wie die Oma, ein bisschen mit kaltem Wasser ausspülen, da kann die Milch nicht anbrennen. Ne? Und dann auch noch den Zucker mit reinrühren. Jetzt haben sich schon welche tot gerührt, glaube ich. So, kocht schon, gleich runter von der Kochstelle. Da darf es nicht mehr weiter kochen. Und dann tun wir es mit dem Schneebesen einfach so einrühren. So, und dann kann man es wieder drauf und noch einmal kurz aufblubbern lassen, ne? So wie man halt den Pudding kocht. So, und jetzt ist schon richtig, jetzt nehme ich ihn gleich wieder runter, dass er nicht anbrennt und dann muss ich auch gleich die Butter unterrühren, ne? Guck mal hier, rein damit. Und ihr findet ja das Rezept immer auf feinschmeckt's.de. Also wenn ihr nachlesen wollt und ich war jetzt hier zu schnell oder was, könnt ihr immer nachgucken. So, und hier auch immer schön weiter rühren. Und jetzt fangen wir auch gleich an und machen uns den Eischaum. Den müssen wir auch schlagen mit der Prise Salz. Ich komme mal hier rüber mit meinem Topf, ne? Weil jetzt tun wir nämlich hier den Creme machen und da der Eischaum. Jetzt wird's stressig, aber das kriegen wir schon hin. Weil hier kommt jetzt nämlich der Eigelbe mit dazu. Guck mal. Die tun wir so richtig schön unterrühren. Gleich rühren. Super. Und hier tun wir auch den Zucker dazugeben, den Rest.
jetzt ein richtig schöner Eischaum wird. Ne? Und hier rühren wir weiter. Das ist ganz einfach, es sieht bloß immer manchmal ein wenig hektisch aus, aber das geht schon. So, guck mal, so muss er aussehen, so richtig schön cremig. Am Anfang kann es schon sein, dass es so ein bisschen flockig ist, wenn der Butter reinkommt, aber das ist normal, dann macht er die Eier rein und dann ist er so einmalig, du. So, und nun geht's auch schon los hier mit der ersten Schicht, die kommt jetzt schon auf den Teig drauf, ne? So, muss man ein bisschen rauskratzen, da der Rest, alles schön raus, ne? Und dann habe ich doch noch gesehen, da hat sie doch so eine Streichhilfe. Und das ist natürlich einmalig hier da. Und dann tun wir das ein bisschen glatt streichen. Das wird super. So, und nun gucken wir mal noch ein Eischnee, weil das hat euch die Joanna wahrscheinlich auch schon gesagt. Da muss man immer mal so testen, da dürfen wir keine Zuckerkristalle. Sind keine mehr da. Also der Eischaum, der Eischnee, Eischaum, der steht einmalig hier da. So, und nun kommt der Eischaum schon in den Pudding. Jetzt tun wir den schön vorsichtig unterheben. So, guck mal, wie schön steif der ist, der Eischaum. Auch ruhig ein bisschen portionsweise, nicht übertreiben, lasst euch Zeit. Und ab geht's auf den Kuchen. Mensch, du passt doch mal auf mit der Kamera immer zu meine Haare, Mensch! Und nun geht's ab in den Ofen. So, und nun gucken wir hier und jetzt tun wir noch ein Handtuch dazwischen, lassen wir noch 10 Minuten abkühlen und dann ist er schon fertig. Naja, so ein bisschen hat der Blitz nur schon eingeschlagen hier, ne? Naja, Jacqueline, ist gar nicht so einfach, gell? Ja, aber der Anschnitt schaut super aus und das lassen wir uns jetzt schmecken. Tschüssi!